Die Lage ist bedrohlich. Ein neues Coronavirus verbreitet sich über die ganze Welt. Die Nachrichten sind voll davon. Die Fallzahlen auf der Corona-Weltkarte der Johns Hopkins Universität steigen und steigen. Der immunresistente Erreger lähmt Handel und Reisen und versetzt die Weltwirtschaft in den freien Fall. Es ist der 18. Oktober 2019. Moment, wieso 18. Oktober 2019? Brach die Corona-Epidemie laut offizieller Erzählart nicht eher im Januar 2020 in China aus? Stimmt, aber beschrieben wurde soeben nicht die echte oder uns als echt verkaufte Corona-Krise im Jahr 2020. Es handelt sich um das Szenario einer Übung, die nur wenige Monate zuvor stattfand und die in vielerlei Hinsicht kaum von der heutigen Realität zu unterscheiden ist. Am 18. Oktober 2019 veranstaltete die Bill and Melinda Gates Stiftung gemeinsam mit der Johns Hopkins Universität und dem Weltwirtschaftsforum eine Pandemiesimulation, bei der politische Entscheidungsträger, Wirtschaftsführer, Medienvertreter und Seuchenexperten gemeinsam auf den simulierten Ausbruch eines Virus reagierten. Der Name der Simulation: Event 201. It began in healthy-looking pigs, months, perhaps years ago. A new coronavirus spread silently within herds. Gradually, farmers started getting sick. Infected people got a respiratory illness with symptoms ranging from mild flu-like signs to severe pneumonia. The sickest required intensive care, many died. Richtig gehört. Prophetisch wurde in der Übung unter den zahlreichen Virusgruppen, die es so gibt, ausgerechnet ein Coronavirus ausgewählt. In der Simulation stammte das Coronavirus von Schweinen in südamerikanischen Farmen ab. Zur Eindämmung des fiktionalen Virus fand sich am 18. Oktober 2019 in New York ein Notstandskomitee aus sehr realen und einflussreichen Persönlichkeiten ein, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Personen aus Südamerika, von wo das Virus laut der Übung ausging, waren komischerweise nicht dabei. Dafür ein Chinese, George Gao, der Generaldirektor der chinesischen Seuchenbehörde Chinese Center for Disease Control and Prevention, kurz CDC, die bei dem realen Corona-Ausbruch 2020 eine zentrale Rolle spielen sollte. Nachdem Gao an der prophetischen Übung vom Oktober 2019 mitgewirkt hatte, veröffentlichte er am 20. Januar 2020 eine Arbeit mit dem Titel Ein neues Coronavirus bei Patienten mit Lungenentzündung in China 2019. Am 24. Januar veröffentlichte er eine weitere Arbeit mit dem Titel Ein neuer Ausbruch des Coronavirus von globaler Tragweite. Der neben Gao einzige Vertreter einer nicht angloamerikanischen oder europäischen Organisation kam aus Singapur. Sowas aber auch. Da saß man im Oktober 2019 in einer Übung über eine Epidemie mit einem fiktiven neuen Coronavirus und 3 Monate später erfüllt man die eigene Prophezeiung und veröffentlicht eine Arbeit über ein neues Coronavirus. Die Labors der chinesischen Seuchenstelle CDC befanden sich also unter der Kontrolle jenes CDC-Direktors, der schon bei der Übung der Gates-Stiftung zugegen war. Am 31. Dezember 2019 ging es dann los. Da meldeten die chinesischen Behörden der Weltgesundheitsorganisation ganze 27 Fälle von unklarer Lungenentzündung. Aber warum um alles in der Welt? Das wären 0,00002% der chinesischen Bevölkerung. Einfach lachhaft. Allein in Deutschland mit seinen 82 Millionen Einwohnern gibt es pro Jahr rund 1,5 Millionen Lungenentzündungen, also bei 0,61% der Bürger. Hochgerechnet auf China wären das bei 1,3 Milliarden Einwohnern etwa 8 Millionen Erkrankungen und hochgerechnet auf die 58 Millionen Einwohner der Provinz Hubei, in der Wuhan liegt, wären das immer noch rund 350.000. Und untypisch war die eilige Meldung an die WHO obendrein. China ist ein strikt abgeschotteter Staat mit einer strengen Zensur. Jedes wirkliche Problem wird als Staatsgeheimnis betrachtet und nur dann zugegeben, wenn es gar nicht mehr anders geht. Und nun latscht China freiwillig mit einem statistischen Nichts von 27 Kranken oder Infizierten in einem Großraum wie Wuhan bzw. in der Provinz Hubei umgehend zur WHO, um diese dort zu melden?
Und die WHO empfahl den Chinesen nicht etwa, sich mal locker zu machen, sondern nahm die Sache ernst? Nicht doch. In Wirklichkeit enthält dieser Vorgang bereits zwei Merkwürdigkeiten. Erstens, dass China die verschwindend geringen Fallzahlen der WHO überhaupt meldete und damit global bekannt machte. Und zweitens, dass die WHO das ernst nahm. Und das spricht für eine Absprache. Denn dass einer wegen statistisch irrelevanter Zahlen Alarm schlägt, kann ja sein. Aber gleich zwei? Mögliche Erklärung? China und die WHO stecken unter einer Decke und spielen sich die Bälle zu. Schließlich hatte zuvor schon eine Chinesin die Kriterien zur Einstufung einer Krankheit als Pandemie stark herabgesetzt. Die damalige WHO-Chefin und Hongkong-Chinesin Margaret Chan. Die hatte schon an den Kriterien gefingert, um damals die Schweinegrippe als Pandemie einzustufen. Zitat: Wegen ihrer Zustimmung zur Einstufung der Schweinegrippe H1N1 als Pandemie, also einer länder- und kontinentübergreifenden verbreiteten Krankheit, wurde Chan 2009 heftig kritisiert. Zitat Ende. Ohne die Aufweichung der Kriterien wäre es gar nicht möglich gewesen, relativ harmlose Krankheiten wie die Schweinegrippe oder Covid-19 als Pandemie einzustufen und Maßnahmen zu verhängen. Erst seit Margaret Chans Änderung spielt es keine Rolle mehr, wie viele Menschen weltweit erkranken oder sterben. Es reicht die schnelle Verbreitung eines Erregers in mindestens 2 der 6 WHO-Regionen, egal wie gefährlich dieser ist. Und hagelt es Kritik, stellt sich umgekehrt die WHO wiederholt vor China. Zitat: Die Weltgesundheitsorganisation forderte die Kritiker am Mittwoch erneut auf, die Kritik an Chinas Umgang mit dem Ausbruch des Coronavirus zu beenden. Zitat Ende. Vertreter der UNO saßen bei der Übung vom Oktober 2019 mit dem chinesischen CDC-Direktor George Gao an einem Tisch. Michael Ryan, der Direktor des WHO-Notfallprogramms, konnte nicht anwesend sein, doch wurde kurz zugeschaltet. Und ausgerechnet UNO, WHO und George Gao standen im Mittelpunkt der Verwirklichung dieser Gates-Simulation. Alles stimmte. Der Name Coronavirus ebenso wie die weltweite Verbreitung sowie die schwerwiegenden Folgen für die globale Wirtschaft und den Verkehr. Genau wie von der Übung vorhergesagt, spielte die Welt im Februar 2020 wegen des angeblich neuen Coronavirus verrückt. Wieder steht bei Event 201 ein Mann im Mittelpunkt, den viele Kritiker als Hauptprofiteur der Corona-Krise ins Visier genommen haben: Bill Gates. Nicht nur mit dieser Übung hatte Gates bereits hellseherische Fähigkeiten gezeigt. Lauschen wir einmal der Rede von einer TED-Konferenz 2015. When I was a kid, the disaster we worried about most was a nuclear war. That's why we had a barrel like this down in our basement, filled with cans of food and water. When the nuclear attack came, we were supposed to go downstairs, hunker down, and eat out of that barrel. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. Now, part of the reason for this is that we have invested a huge amount in nuclear deterrence. But we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. We're not ready for the next epidemic. Der Münchner Merkur titelte 2018, Zitat: Bill Gates warnt vor Grippepandemie, die 33 Millionen Menschen töten soll. Der Multimilliardär ist sich sicher, eine Pandemie, so schlimm wie die spanische Grippe, soll weltweit über 30 Millionen Menschenleben auslöschen und die Zeit rinnt. Zitat Ende. Am 31.01.2020 konnte man in der britischen Daily Mail lesen, Zitat: In einer Netflix-Dokumentation aus dem Jahr 2019 sagte der Milliardär Bill Gates voraus, dass ein Killer-Virus aus Chinas feuchten Märkten stammen und die Welt schnell infizieren könnte. In einer Folge der Netflix-Serie Explained warnte der Microsoft-Tycoon, dass die Welt schlecht auf eine globale Pandemie vorbereitet sei. In der Ende letzten Jahres ausgestrahlten Serie hatte Herr Gates von der Wahrscheinlichkeit eines Virusausbruchs auf einem der Lebendmärkte Chinas gewarnt, genau wie in Wuhan, wo dieser neue Ausbruch des Coronavirus vermutlich seinen Ursprung hat. Zitat Ende.
Wie der Zufall so will, spielte die Johns Hopkins Universität bei der Übung die nahezu selbe Rolle, die sie heute in der Realität spielt. Dr. Caitlin Rivers vom Johns Hopkins Center for Health Security stellte die Fallzahlen auf einer Karte vor, die der inzwischen weltberühmten Echtzeit-Weltkarte derselben Universität nicht unähnlich sieht. Siehe dazu auch unser Video über die Johns Hopkins Universität. Vor allem das irreführende exponentielle Wachstum, das sich schlicht durch die vermehrte Anzahl von Tests ergibt, haben die beiden Karten bereits gemeinsam. Zufälligerweise ist Bill Gates auch, neben dem New Yorker Milliardär Michael Bloomberg, der größte Sponsor der Johns Hopkins Universität auf dem Gebiet der Gesundheit, und ebenso zufälligerweise wurde die Übung gemeinsam von der Gates Stiftung und der Johns Hopkins Universität veranstaltet. Seit 2009 und etwas zuvor lassen sich Spenden der Bill and Melinda Gates Stiftung in einer Höhe von fast $1 Milliarde an die Johns Hopkins Universität nachvollziehen. Interessant ist die extrem hohe Todesrate der neuen fiktiven Viruskrankheit Krebs mit 10%. Kurz nach dem angeblichen Ausbruch von Covid-19 verkündete die Johns Hopkins Universität ähnlich hohe Todesraten. Mittlerweile ist jedoch klar, dass sich die Universität mit ihren Zahlen massiv verschätzt hatte. Zumindest wenn man annimmt, dass es diese Viruskrankheit überhaupt gibt. Wenn man einen repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung testet, nähert sich die Tödlichkeit von Covid-19 dem Niveau einer normalen Grippe an, also eine Todesrate von 0,1 bis 0,3%. Es liegt nahe, dass mit den hohen Zahlen der Johns Hopkins Universität anfangs Panik geschürt werden sollte, um eine Pandemie-Kampagne ins Rollen zu bringen. Auch die Übung beschreibt die Krankheit als grippeähnlich, allerdings nur bei den Patienten, die milde Symptome zeigen. In der Realität wird hingegen immer klarer, dass die Krankheit, sollte es sie überhaupt geben, bei allen Patienten in etwa mit der Grippe vergleichbar und damit relativ harmlos ist. Erstaunlicherweise wird in der Übung auch davon gesprochen, dass die Fallzahlen von Land zu Land extrem unterschiedlich sind. Das wird dann sogar recht akkurat mit den von Land zu Land unterschiedlichen Überwachungssystemen erklärt. Auf die eigentlich logische Schlussfolgerung, dass man in jedem Land hohe Fallzahlen erzeugen kann, indem man einfach mehr testet, kommen allerdings weder die Anwesenden bei Event 201 noch die aktuellen Corona-Experten in aller Welt. The CAPS pandemic continues to grow, with more than 1 million cases and an estimated 73,000 deaths worldwide. These are only estimates because many countries are having trouble keeping up with surveillance and laboratory testing. Our models are showing that with this continued rate of spread, there may be 5.5 million cases and almost 350,000 deaths in 1 month. In other words, we've created a pandemic that could realistically occur. The scenario you will be presented with this morning could easily become one shared reality one day. I fully expect that we will be confronted by a fast-moving, highly lethal pandemic of a respiratory pathogen. The question is, are we prepared to globally respond to the next major pandemic event? So, da hat man ja echt ins Schwarze getroffen. Werfen wir mal einen genaueren Blick auf die Teilnehmer der Übung. Da haben wir LaToya D. Abbott, Vertreterin des US-amerikanischen Hotelunternehmens Marriott International. Eine Hotelkette? Was hat denn eine Hotelkette zur Bekämpfung eines Virus beizutragen? Auf den ersten Blick ist die Anwesenheit dieser Teilnehmerin nicht nachvollziehbar. Sophia Borges, Vizepräsidentin der Stiftung der Vereinten Nationen, eine Vertreterin der UNO, also des internationalen Befehlskörpers, nach dessen Vorgaben sich die ganze Welt richtet. Brad Cornett, Vertreter des Medizinunternehmens Henry Schein. Spezialisiert ist Henry Schein vor allem auf Zahnpflege und Veterinärmedizin. Auch dieses Unternehmen ist nicht gerade der erste Kandidat, den man sich in dieser Runde vorstellt. Christopher Elias, Präsident der Global Development Division der Gates Stiftung, die das Event veranstaltete. Tim Evans, Direktor für Gesundheit, Ernährung und Bevölkerung der Weltbank. George Gao, Generaldirektor der chinesischen Seuchenbehörde CDC, die bei dem realen Corona-Ausbruch 2020 eine zentrale Rolle spielen sollte. Avril Haines, hochrangige US-Regierungsbeamtin und ehemals stellvertretende Direktorin der CIA, einst Studentin an der Johns Hopkins Universität. Was macht diese Dame bitte hier am Tisch? Mit Medizin hat sie nichts zu tun.
Studiert hat sie Physik und Rechtswissenschaften. Sie war lange an höchster Stelle in einer der kriminellsten Organisationen der Welt, der CIA. Nachweislich war dieser Geheimdienst schon an Staatsstreichen, Terroranschlägen, Drogenhandel, Folter und vielen sonstigen Gräueln beteiligt. Und wer die Welt der Geheimdienste kennt, weiß, dass es das Wort ehemalig dort nicht gibt. Wer einmal bei der CIA war, bleibt bei der CIA. Ihr Vater, Thomas Haynes, war übrigens ein Multimillionär und Professor an der Rockefeller University sowie Mitbegründer der City University of New York. Jane Halton, ehemalige australische Gesundheits- und Finanzministerin, heute im Vorstand der australischen ANC Bank. Warum gerade sie in der auserwählten Runde Platz nehmen darf? Das wird wohl daran liegen, dass Halton die Vorsitzende der mit Bill Gates vernetzten Organisation CEPI ist, auf die wir später noch zu sprechen kommen werden. Matthew Harrington, Vertreter von Edelman, der größten PR-Agentur der Welt. Das gibt zu denken. PR, also Public Relations, dient der Beeinflussung und Manipulation einer Zielgruppe oder der gesamten Gesellschaft im Sinne eines Auftraggebers, der eine bestimmte Reaktion erzielen will. PR ist nicht Inhalt, PR ist Verpackung. Bei Public Relations geht es nicht um sachliche Informationsvermittlung. Es geht darum, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln und Tricks die Massenmeinung zu manipulieren und sie in eine Richtung zu steuern. Egal ob diese Richtung mit der Wahrheit kompatibel ist oder nicht. Dass ein Vertreter dieser Branche mit am Tisch sitzt, ist gelinde gesagt besorgniserregend. Geht es bei Event 201 etwa nicht um objektive Informationsvermittlung, sondern um die Beeinflussung der Massen zu eigenen Zwecken? Martin Knuchel, Seniorchef der Lufthansa und ihr Krisenmanager. Eduardo Martinez, Präsident der UPS-Stiftung. Auch auf ein Logistikunternehmen wie UPS käme man sicher nicht als erstes, wenn man als Laie ein exklusives Notstandskomitee zur Eindämmung einer Viruskrankheit zusammenstellen müsste. Stephen C. Redd, Mitarbeiter der US-Regierung und der US-Seuchenbehörde CDC. Die amerikanische CDC ist eng vernetzt mit der WHO und war schon in der Vergangenheit die weltweit wichtigste nationale Behörde, wenn es um die Bekämpfung vermeintlicher Infektionskrankheiten ging. Hasty Taghi, Vizepräsidentin des Medienkonzerns NBC Universal. Adrian Thomas, Vizepräsident Global Public Health beim Pharmakonzern Johnson & Johnson. Lavantiru, Vertreter der Zentralbank Singapurs. Warum in aller Welt man ausgerechnet die Zentralbank Singapurs mit in der Runde haben will, bleibt für uns eine weitere unbeantwortete Frage. Komisch, in der Runde sitzt kein einziger Arzt, niemand, der wirklich etwas vom Umgang mit kranken Patienten versteht. Die Zusammensetzung ist politisch, wirtschaftlich, medialer Natur. Vor allem, wenn man Event 201 aus der Perspektive des Jahres 2019 betrachtet, als noch niemand ahnte, was 2020 passieren würde, ist die Anwesenheit mancher Gäste schlicht nicht nachvollziehbar. Man würde doch meinen, zur Bewältigung einer Gesundheitskrise müssten sich vor allem Gesundheitsexperten an einem Tisch beraten. Widmen wir uns jetzt einmal den Worten der Teilnehmer. We're at the start of what's looking like it will be a severe pandemic. And there are problems emerging that can only be solved by global business and governments working together. So the policy crisis in question for this board in this meeting is this. How should governments, business, and international organizations allocate and distribute pandemic antivirals and medical supplies to the people who need them most? I know we would all agree that if we had a vaccine in hand for CAPS, it'd be a game changer. In anderen Worten, das Coronavirus kann nur durch eine Machtausweitung internationaler Institutionen, die wenigen Megakonzernen zu Monopolen oder Oligopolen verhelfen, effektiv bekämpft werden. Die Maßnahme, die im Mittelpunkt steht, ist die Herstellung von Medikamenten, von deren Verkauf vor allem die Pharmaindustrie, deren Lobbyisten und von diesen vereinnahmte Politiker profitieren. So the policy question for this board now is how should financial resources be prioritized? Experts are discussing a number of options. The first option is to direct funds to public health and healthcare systems directly in countries that are struggling to keep those systems functioning in face of the pandemic. Another option would be to use funds for pandemic response
to give to companies that are doing work directly related to the response, either in the making of vaccines or pharmaceuticals, medicines, N95 masks, or others directly involved in the response. A third priority would be to direct funds towards stabilizing governments that are beginning to falter in the face of pandemics. And yet another could be to direct funds towards industries or companies that might take down the global economy in some way, in some kind of domino effect, or in some way companies that are too big to fail. Egal welche Option man sich aussucht, die einzigen möglichen Lösungen bestehen für die Teilnehmer der Runde darin, entweder Steuergeld oder frisch gedrucktes Geld an supranationale Organisationen, Regierungen oder Konzerne zu verteilen. In anderen Worten, eine globale Planwirtschaft unter dem Vorwand einer Pandemiekrise. Bei der letzten Option sollen nur bestimmte Konzerne, die too big to fail sind, am Leben gehalten werden, was auf der anderen Seite nur bedeuten kann, dass der Mittelstand nicht gerettet wird. In dieser Richtung äußert sich auch der Vertreter der Bill and Melinda Gates Stiftung, die bekanntlich Milliardensummen in diese too big to fail Unternehmen investiert hat. And the companies that will be our best partners of this are the companies who have been thinking about this ahead of time, who were prepared, who had redundancies and plans for their supply chains. They're going to be our strongest partners. So we are going to have to help work through public-private partnerships to support companies, but not all companies, but not all companies, but not all companies. The ones that are critical to sustaining that global supply chain, keeping commodities, people, food, other essential things to sustain the stability that we need to prevent governments from faltering, etc. Privat-öffentliche Partnerschaft ist ein Begriff, der in der Runde immer wieder fällt. Ein Euphemismus für Lobbyismus bzw. Korporatismus, also die unheilige Allianz von Staaten und Konzernen. Staaten helfen wenigen Megakonzernen dabei, hohe Gewinne zu erzielen. Ein viel diskutiertes Beispiel der jüngsten Zeit ist der indirekte Impfzwang durch einen Immunitätsausweis, der sich allmählich am Horizont abzeichnet. Damit würde bestimmten Konzernen, die diesen Impfstoff herstellen, ihre Ware direkt vom Staat oder von den zur Impfung genötigten Bürgern abgenommen werden. Je mehr Gesetze dieser Art es gibt, desto weniger Chancen hat auch die Konkurrenz. Mit weniger verbliebenen Konkurrenten können sich die Großunternehmen dann höhere Preise und niedrigere Löhne erlauben. Ihre Macht wächst und wächst. What we've seen work very well in the HIV field is in fact procurement through the Global Fund. So having a centralized mechanism, so financially able to procure on behalf of affected countries would be critical. We need help. We need public funding to be able to expand the capacity of our antiretrovirals. Without that, we cannot meet the demand. Hilfe, der Kunde droht mit Umsatz. Ich brauche finanzielle Hilfe, damit ich ihn bedienen kann. Da scheint jemand das Prinzip der Marktwirtschaft nicht ganz verstanden zu haben. Es sei denn, er weiß ganz genau, dass seine Produkte ohne Hilfe des Staates keinen Gewinn erzielen würden. Der globale Fonds zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria, kurz Global Fund, dient der Finanzierung nationaler Maßnahmen gegen die 3 genannten Krankheiten. Die Stiftung von Bill Gates gab das Startkapital bei der Gründung im Jahr 2002. Die Organisation hat, Stand Ende 2018, Mittel in Höhe von 39,6 Milliarden US-Dollar von Staaten und privaten Geldgebern eingesammelt und damit mehr als 1000 Programme in 140 Ländern finanziert. Damit ist der Global Fund eine von vielen Organisationen, die als Saugrohr von Steuergeldern hin zu Pharmakonzernen dient. Kein Wunder, dass der Vertreter von Johnson & Johnson den Global Fund sehr zu schätzen weiß. Er will sich die Bereitstellung von Medikamenten also vor allem mit dem Geld der Nationalstaaten und damit vom Steuerzahler finanzieren lassen. Ein bekanntes Muster des Korporatismus. Zufälligerweise war nur eine Woche vor Event 201 eine sogenannte Nachschubkonferenz des Global Fund in Lyon zu Ende gegangen. Bei ihr hatten die Geldgeber, also vor allem Staaten, der Organisation 14 Milliarden Dollar für die nächsten 3 Jahre versprochen. CEPI, which was established 3 years ago to accelerate vaccines exactly in development in these settings where a coronavirus is in fact one of its indications and first areas of focus. Haben wir das richtig verstanden? Auch CEPI, dessen Vorsitzender am Tisch sitzt, hat sich bereits 2019 als Schwerpunkt mit Coronaviren beschäftigt. Hier eine Erklärung zu CEPI.
Einer der Mitbegründer der Organisation war mal wieder Bill Gates mit seiner Stiftung. Es geht auch bei CEPI vor allem darum, an Steuergeld zu kommen, um private Projekte zu finanzieren. Im Fall von CEPI, um Impfstoffe möglichst schnell produzieren zu können. CEPI ist genau wie der Global Fund oder auch Gavi ein weiteres Saugrohr für die Großkonzerne, um an Regierungsmittel zu gelangen. So stellte erst vor kurzem die deutsche Bundesregierung CEPI 140 Millionen Euro zur Verfügung. Mal wieder ein typischer Fall von Korporatismus. We shouldn't underestimate the power of entrepreneurship, and we need to escalate that, whether it's through the governments helping with tax breaks or subsidies of that nature to increase manufacturing of those types of products. It can happen quickly. A Marshall-type plan. Don't mean to say that exactly, but a Marshall Plan that can go into effect can stimulate change very quickly. Wie bitte? Der Vertreter aus der Medizinbranche fordert von den Steuerzahlern hohe Subventionen und rechnet gleichzeitig mit Steuererleichterungen für seinesgleichen? Ist das zu fassen? Was hat das bitteschön mit Unternehmertum zu tun? Es handelt sich hier nicht um Unternehmertum, sondern um Lobbyismus und Korruption auf allerhöchster Ebene. Ein Hohn, diese Worte überhaupt in den Mund zu nehmen. Fehlt nur noch, dass man fordert, die Steuerzahler sollten auch noch für Impfschäden aufkommen und nicht die Unternehmen. Ach, warten Sie mal, das tun sie auch schon, beispielsweise in Schweden. We have known about CAPS-like viruses in animals and people for decades, but have not been successful at developing a licensed vaccine. And sure, there are new technologies that may help, but it's going to be difficult. I am not optimistic about having a vaccine in time to be relevant during this pandemic. Interessant, auch beim fiktiven Coronavirus steht anfangs kein Impfstoff zur Verfügung. Doch es besteht trotzdem eine geringe Hoffnung, dass neue Technologien die Rettung bringen könnten. Für alle Teilnehmer von Event 201 ist klar, die Impfung wird die endgültige Lösung des Problems sein. Und das ist auch in der Realität so. Wie Bill Gates schon sagte, ohne Corona-Impfstoff wird es keine Rückkehr zur Normalität mehr geben. Das klingt wie eine Drohung. Wenn ihr euch nicht impfen lasst, kriegt ihr eure Freiheit nicht zurück. Und diese implizite Drohung zieht sich ebenso wie ein roter Faden durch Event 201. Public health agencies have issued travel advisories, while some countries have banned travel from the worst affected areas. As a result, the travel sector is taking a huge hit. Travel bookings are down 45% and many flights have been cancelled. Governments that rely on travel and tourism as a large part of their economies are being hit particularly hard. Our US affiliate has just released polling results on public expectations for a vaccine. A majority of Americans expect a vaccine to be available within 2 months, and 65% of those polled are eager to take the vaccine, even if it's experimental. In related news, a significant demand for personal protective equipment like N95 masks and gloves are on the rise due to the pandemic. Na klar, 2/3 der amerikanischen Bevölkerung kann es überhaupt nicht abwarten, sich einen ungeprüften Impfstoff direkt in den Körper spritzen zu lassen. Hier wird ein weiteres Muster erkennbar, das sich durch die Übung zieht. Es wird so getan, als käme die Nachfrage nach Maßnahmen, Medikamenten und sonstigem Equipment direkt aus der Bevölkerung und sei kein Wunsch dieser Expertenrunde. Es wird von Anfang an so getan, als würde die Bevölkerung förmlich nach einem Impfstoff und antiviralen Medikamenten betteln. Dann wird behauptet, man habe leider nicht genug Vorrat, um den Bedarf zu decken. Man müsse schnell mehr nachproduzieren, um den Bedürfnissen der Bevölkerung entgegenzukommen. Dabei werden auch NGOs genannt, die den nötigen Druck von unten aufbauen sollen, damit Länder der dritten Welt mit Produkten der Pharmahersteller überschüttet werden, ob sie wollen oder nicht. Ein bekanntes Schema. So sieht dann wohl auch das Wirtschaftsmodell der Zukunft aus. Der Kunde zählt nichts mehr. Das Prinzip von Angebot und Nachfrage ist außer Kraft gesetzt. Der Hersteller entscheidet gemeinsam mit der hohen Politik, was der Kunde haben will und was nicht. Event 201 erzeugt das Bild einer Krise, die nicht von oben kommt, sondern aus der Bevölkerung heraus entsteht. Es wird behauptet, Menschen würden wegen Caps nicht mehr reisen wollen, Unternehmer ihre Geschäfte aus Angst freiwillig schließen, Arbeitnehmer nicht zur Arbeit gehen wollen, der Impfstoff werde in rauen Mengen nachgefragt. Werfen wir einen Blick auf die Realität in Bezug auf Corona, erkennen wir ein gegenteiliges Bild.
Hätten die Regierungen und Medien nicht vor Corona gewarnt und wären dann nicht entsprechende Maßnahmen verhängt worden, hätte niemand etwas davon gemerkt. Die Krise wurde künstlich erzeugt. Vor allem im zweiten Segment der Übung wird gesagt, dass trotz des fehlenden Impfstoffes antivirale Medikamente, zum Beispiel aus der AIDS-Behandlung, zum Einsatz kommen sollten. Tatsächlich werden Medikamente aus der AIDS-Therapie inzwischen sehr häufig in der Behandlung von Covid-19 eingesetzt. In der Übung wird von dem fiktiven antiviralen Mittel Extronavir gesprochen, das auch in der AIDS-Behandlung Erfolge erzielt haben soll. Kennern fällt die Ähnlichkeit zu den realen Anti-AIDS-Mitteln Lopinavir und Ritonavir auf. Der gesamte zweite Teil der Übung handelt davon, wie man das System am Laufen hält, wie trotz der Pandemie die wichtigsten Güter und Dienstleistungen zur Verfügung gestellt werden können, damit alle ausreichend versorgt werden. Die Runde spielt sich hier als Retter auf. In der Realität waren es jedoch die in der Simulation vertretenen Organisationen, die die Probleme erst verursacht haben. Der Weltbankvertreter spricht Bailouts, Rettungspakete und fiskalische Maßnahmen an. All dies fällt in der Übung unter den Oberbegriff Kontinuitätsplan, der vorgeben soll, wie man die Lieferketten trotz der gefährlichen Seuche aufrechterhält. Der Begriff Kontinuitätsplan zeigt ebenfalls auf, dass es sich bei Event 201 um nichts anderes als Planwirtschaft handelt. Sogar ein fiktiver Ökonom wird herangezogen, der kritisiert, dass die Maßnahmen den Menschen mehr schaden könnten als die Krankheit selbst. Absolutely, we need to save lives. We all know someone who's been affected by CAPS. But we literally cannot afford a heavy-handed response that suffocates our economy. Pragmatism is a wise choice. I mean, what exactly are the risks and benefits of slowing air travel, of staying home from work, closing schools, disrupting supply chains, interfering with our reliable channels of communication and news? Sure, some of these steps can help slow CAPS, but often only marginally and with serious costs. When this is all over, some families, some cities will have suffered more from our interventions than from CAPS. Wirklich unheimlich, wie diese Warnungen mit der heutigen Realität übereinstimmen. Die Diskussion über die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen ist allgegenwärtig. Wie konnte man 2019 schon wissen, dass es zu derartig drastischen Einschnitten in jedem Bereich der Gesellschaft kommen würde? Die Pandemien der Vergangenheit hatten, wenn überhaupt, geringe Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Was verriet den Veranstaltern dieser Übung, dass es in Zukunft anders sein würde? What is essential, what is non-essential travel, we have to clarify this. Otherwise, if we go down to 20% bookings over a long period, the company will run down. That's a fact. Jetzt, wo der Flugverkehr weltweit nahezu ausgesetzt ist, wirken die damals besprochenen 20% Einbußen noch relativ harmlos. Corona ist damit das sichere Todesurteil für die meisten Airlines. Es sei denn, sie werden gerettet oder verstaatlicht. Zumindest die Airlines, die man als systemrelevant oder too big to fail einstuft, wie es der Abgesandte der Gates Stiftung ja bereits erläutert hat. Im Falle der Lufthansa steht dies schon an. Die Bild titelte am 22.05.2019: 9 Milliarden Euro Staatshilfe geplant. So soll die Lufthansa gerettet werden. Hotels will be experiencing, crippling losses doing that. And we know that the hotel business in itself makes up 5% of the GDP. Unlike recessions due to normal business cycles and market forces, a recession caused by a severe pandemic would be unprecedented in the modern age because of the huge loss of both workers and customers. The closest parallel may be the Great Depression, but the anticipated global recession due to the CAPS pandemic could be much deeper, and it could take much longer to recover. If you neglect the livelihoods, then it's going to come back and exacerbate the health crisis. So you'll have the indirect health crisis, which is what we saw in West Africa, that many more people were affected by the closure of health facilities and the shutdown of the economy. In der Tat, am 28.09.2014 hieß es auf tagesschau.de, Zitat: Die Grenzen sind dicht, die Wochenmärkte geschlossen. Schon jetzt hungern viele Menschen und es soll noch schlimmer kommen. Zitat Ende. Schuld sei natürlich die Ebola-Epidemie. Was dabei verschwiegen wurde:
Während bis Mitte September 2014 in den betroffenen Ländern etwa 2400 Menschen an Ebola gestorben sein sollen, drohte die wirkliche Katastrophe erst durch die Maßnahmen der WHO. Das öffentliche Leben sei zum Erliegen gekommen mit gravierenden Folgen für die meisten Menschen in der Region, so tagesschau.de weiter.